Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier auf der Bauma und bin hier bei der Firma Bronto Skylift aus Finnland und begrüße jetzt hier den Arne Denks, der ist Product Manager für die Industriebühnen weltweit aktiv und stehe hier vor einer Weltneuheit, vor einem elektrischen Hebebühne, die wie hoch kann? Über 50 Meter, glaube ich. 56 Meter Arbeitshöhe. Es ist somit die höchste Hubarbeitsbühne auf einem vollelektrischen Lkw-Fahrgestell. Der ist jetzt hier hoch, ungefähr wahrscheinlich bei 30, noch nicht die maximale Höhe. Und der wird dann, wie weit kann der ungefähr fahren, Reichweite? Über 40 Meter Reichweite seitlich raus, abhängig von der Korblast. Und die Korblast, das ist dann so eine Bühne, ich sehe hier gerade auf dem Informationszettel 1,10 Meter mal 3,70 Meter ist die Korbgröße. Genau, der Korb ist hydraulisch ausschiebbar auf 3,7 Meter und hat eine maximale Korblast von 600 Kilo. Und das ganze Gerät wird dann hier aufgestelzt auf solche Stempen, damit das stabil steht, damit es eben nicht wackelt, wenn ich dann arbeite. Und die Verbreiterung natürlich auch, weil das Fahrzeug ja nur maximal 2,50 Meter, 55 breit sein darf wahrscheinlich für die Straßenzulassung, damit man eben hier die Bühne entsprechend auch stabil hat. Und das ist jetzt hier ein Fahrzeug, ein elektrisches Elektromobil. Auf welcher Basis? Das ist ein Volvo, auf der Basis eines Volvo Lkw-Fahrgestells. Und der wurde dann umgebaut auf elektrisch und wurde jetzt hier komplett in elektrisch, hydraulisch dann entsprechend betrieben. Und das ist jetzt das erste Fahrzeug, das jetzt elektrisch dann in der Größe als Bühne, als Industriebühne im Einsatz ist. Genau. Und als Neuheit in etwas größer haben Sie einen konventionell angetriebenen, heuer auf der Messe als Weltneuheit in neuer Generation. Ja, da haben wir unsere 70 Meter Bühne, unseren S70 XT. Den können wir uns dann mal dahinter anschauen. Das ist jetzt hier der ganz große. Auf den kommen wir vielleicht später auch noch mal. Also S70 XTJ. Und der kann, 70 heißt dann 70 Meter Arbeitshöhe. 70 Meter Arbeitshöhe. Und der hat dann ein Volvo 8x4 Fahrwerk als Basis und wiegt 32 Tonnen, so wie er da steht. Hat 4 Meter Maximalhöhe, damit er die Straßenzulassung noch hat. Und ist jetzt hier gerade ausgefahren. Tatsächlich auch auf ziemlich genau schon die 70 Meter, schätze ich jetzt mal. Und das ist jetzt die 4. Generation, haben Sie mir vorher schon verraten? Ja, das ist jetzt die 4. Generation einer 70 Meter Arbeitsbühne, die Bronto baut. Und wie lange bauen Sie überhaupt schon Arbeitsbühnen? Bronto baut Arbeitsbühnen jetzt seit über 50 Jahren. Das heißt also schon lange Erfahrung mit den ganzen Bühnen, mit den Gerätschaften. Am Anfang waren Sie wahrscheinlich kleiner. Am Anfang waren sie kleiner. Bronto hat angefangen mit einer 7 Meter Bühne. Und dann ist man gewachsen und das ist jetzt hier dann schon seit wahrscheinlich dann über 20 Jahren schon mit 70 Meter Höhe oder vielleicht sogar schon länger. Seit wann haben Sie dann diese Bühnen in der Höhe? Entschuldigung, ich kann Sie etwas schlecht verstehen. Seit wann haben Sie die Bühnen mit 70 Meter jetzt im Einsatz? Die 4. Generation? Die haben wir schon seit fast 25 Jahren. Die werden also immer weiter verbessert. Und was ist jetzt heuer neu an dieser Bühne, an diesem jetzt mit 70 Meter in dieser neuen Variante, die Besonderheiten? Die Besonderheit ist die Ausladung mit gerade höheren Korblasten, das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt. Und dann als weiteres Feature der extra lange Korbarm mit einem, was wir Up and Over nennen, also einer Möglichkeit, über ein Gebäude rüber zu arbeiten von ungefähr 25 Metern. Das heißt, er kann dann auf der drüberen Seite wieder runter? Genau. Das heißt, er geht übers Dach drüber hinaus, quasi dann in den Innenhof rein, wo man normal nicht reinkommt. Genau. Und dann können wir noch mal mit der 220 Korbdrehung von hinten hinter dem Gebäude arbeiten.
Ganze Menge. Dann kann ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht nur im Industrieeinsatz ist, sondern vielleicht auch für Feuerwehr oder so. Ja, wir bauen sehr ähnliche Geräte auch für den Feuerwehreinsatz. Die sind dann aber spezifisch für den anderen Einsatz ausgerüstet. Gut. Und das größte Gerät, das Sie überhaupt haben, das ist jetzt dann diese Variante S104 HLA, habe ich vorhin schon mal aufgeschrieben, Genau. der hier nebendran steht und den ich hier schon mal ganz kurz zeige, der gerade nach oben fährt. Und jetzt sind wir hier bei dem Skylift mit 104 Meter Höhe. Das ist das größte Gerät, das Sie hier überhaupt bauen. Und der ist auf Basis eines Volvo-Fahrwerks, der wird dann wahrscheinlich auch einige Tonnen wiegen. Der wiegt 63 Tonnen insgesamt auf 6 Achsen. Und dieses Fahrzeug, das gibt es schon eine Zeit lang im Programm. Das ist nichts Neues jetzt hier auf der Messe, aber es ist halt einfach ein fantastischer Eyecatcher. Ja, den 104er bauen wir jetzt schon seit 2007. Und diese Höhe dann 104 Meter heißt dann, die Plattform ist bei 102 Meter und ungefähr 2 Meter Arbeitshöhe. Und wie viele Leute können da dann mitfahren bei so einer Kabine? Bis zu 600 Kilo. 600 Kilo. Und Personen, wie viele arbeiten üblicherweise im normalen Arbeitseinsatz dann gleichzeitig auf so einer Bühne? 3, 4 Leute wahrscheinlich. Genau. Und dann nur so für so Ausstellungen dürfen wahrscheinlich dann mehr Leute maximal eben diese Last, die man fahren darf. Genau. Und das ist jetzt hier ein Volvo-Fahrwerk, gigantische Abmessungen. Und auch der wird hier ausgefahren von der Stabilität her, damit er eben diese Arbeitshöhe von 104 Meter auch machen kann, braucht er dann eine entsprechende Breite. Das heißt also, er muss dann entsprechend die Füße ausfahren, damit ich dann stabil oben auch auf der Höhe entsprechend den Korb ausladen kann. Genau, diese Bühne hat eine Abstützbreite von guten 8 Metern. 8 Meter ist das insgesamt. Gut. Ja, bin fast neugierig. Können wir da mal mit rauffahren, dass ich das mal anschauen kann? Ja, dass ich das mal können wir erleben kann, gerne wie man machen. den bedienen kann. Schön. Momentan ist er oben. Dann werden wir ein bisschen warten müssen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Lass ich mich überraschen. So machen wir es. So, inzwischen haben wir uns hier die Gurte schon angelegt. Oder ich musste das jetzt auch lernen, wie man das machen muss, weil diese Gurte wahrscheinlich Vorschrift sind für jeden Arbeiter auch und natürlich erst recht für Besucher. Genau, so wie wir bei Bronto sagen, Safety above all. Wir benutzen immer Gurte, das ist bei uns mandatorisch. Und heute ist es sehr hell, deshalb haben Sie jetzt Ihre Brille wieder auf. Es ist heute einfach die Sonne extrem stark. Ist wahrscheinlich dann aber auch schön, dass wir dann oben vielleicht ein bisschen was vom weiß-blauen bayerischen Himmel sehen. Ja, und ich denke, wir werden die Alpen sehen. Die Sicht ist klar. Und wir werden das ganze Messegelände auch mal im Überblick sehen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, eine tolle Gelegenheit, dass ich das jetzt hier mal tatsächlich sehen kann. Und inzwischen ist die Bühne schon wieder fast unten. Dann sehen wir die hier jetzt auch mal. Und diese Bühne besteht aus insgesamt 6 Armen, die dann rausgefahren werden, plus 3 Arme hier für diese Arbeitsbühne und dann diesen Gelenkarm selber am Schluss noch. Ja, der Unterarm hat 6 Schüblinge und der Oberarm 3. Und dann haben wir noch mal den kleinen Korbarm noch als letztes mit dazu. Das heißt, ich kletter jetzt hier mal rein. Noch etwas wackelig. Ich hoffe, dass das Ganze dann auch ein bisschen stabilisiert wird. Das stabilisiert sich noch, ja, definitiv, wenn wir ein bisschen in die Ausladung reinkommen. Das heißt, wir werden jetzt hier
Jetzt müssen wir uns einklinken. Wo muss ich jetzt hin? Ah ja. Jetzt bin ich hier angehängt. Und jetzt können wir hier schon mal schauen, was hier für Bedienelemente sind. Ja, die Bedienung ist sehr einfach. Das werden wir gleich sehen, wenn der Kollege losfährt. Und jetzt kann es wohl losgehen. 2 weitere Personen sind hier noch am Mitfahren. Und jetzt sehen wir, wie wir hier mit dem Lift nach oben gehen. Der Kollege tritt jetzt den sogenannten Totmann-Schalter. Und jetzt steuert er den Teleskopausschub des Unterarms. Mit dem fahren wir jetzt nach oben. Das heißt, ein Steuerknüppel ist für den Unterarm und einer für den Oberarm, oder wie ist das? Ja. Und auf dem Display hat er dann eine Funktionsanzeige, wie weit er ungefähr ist. Da kann man wahrscheinlich hier in der Sonne schlecht erkennen. Aber Genau, die zeigt uns einmal die Höhe an, auf der wir uns befinden, und dann die seitliche Reichweite und den Drehwinkel des Drehturms. So, und jetzt, sobald wir uns ein bisschen frei gefahren haben, fängt der Kollege an, dann den Oberarm anzuheben. Hier mal sehen. Und hier ist ein Windmesser, der dann auch immer zeigt, wie stark der Wind momentan geht. So, jetzt dreht der Kollege nochmal den Arbeitskorb in die Mittelstellung. Das ist dann etwas angenehmer. Wie balanciert ihr das aus? Habt ihr dann irgendeine Elektronik, die die Lageerkennung macht, die das dann so ein bisschen ausgleicht? Genau. Eine elektronische Steuerung, die den Arbeitskorb immer in der Waagerechten hält. Und jetzt sehen wir schon mal ein bisschen was hier vom Bauma Messegelände. Man hat man schon mal die Gelegenheit, das von oben zu sehen. Das ist für mich jetzt eine ganz tolle Sache, dass ich das jetzt auch mal sehen darf und dass man hier sehen kann, wie klein man da unten eigentlich ist. Und wir sind jetzt hier doch schon, wie weit sind wir jetzt? Ungefähr 40 Meter? Wir sind jetzt bei 30 Meter. 30 Meter. Ah, Berge sieht man, Sie haben recht. Der Wind ist natürlich auch stark. Man hört die Windgeräusche jetzt relativ stark aus unseren Mikrofonen, aber es geht hoffentlich dann trotzdem noch einigermaßen. Wir haben jetzt eine Windstärke von ungefähr 5 Metern in der Sekunde und wir können fahren bis 12,5 Metern in der Sekunde. Und das ist jetzt hier der Kollege mit den 70 Metern, dem wir hier jetzt gerade begegnen? Genau. Hier können wir jetzt schön den langen Korbarm sehen. Bis zu welcher Windlast ist der zugelassen? 12,5 Meter in der Sekunde. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr schaukeln. Also hier sieht man jetzt gerade nach Norden das Windrad an der Frottmanninger Heide. Schaue ich mal, dass man da ein bisschen näher hinsieht. Ja, es schaukelt schon ein bisschen. Aber Jetzt sind wir auf 70 Meter. 70 Meter. Aber es ist weniger schlimm, als ich gedacht hätte mit dem Schaukeln. Dann haben wir ein Problem. Viel zu windig. Jetzt wird er gleich abschalten. Auf 100 Meter und dann kommen wir gar nicht mehr runter. Das sehen wir doch. Momentan sind wir auf 5 Meter. Da geht schon drauf auf 104 Meter. Jetzt sehen wir hier das gesamte Messegelände mal weiter oben. Ich filme mal nach unten, dass man das auch mal sieht. Hier ein Blick zu einem der größten Messestände von der Firma Liebherr.
Was muss man dann hier beachten, wenn man jetzt den ganzen Tag oben arbeitet auf dieser Höhe? Gibt es da irgendwelche Arbeitsvorschriften, dass man nicht eine bestimmte Zeit überschreiten darf? Oder wie läuft das? Oder arbeitet man, solange man es aushält und die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden? Kuinka pitkään Mikko jaksat tehdä tätä työtä? Kyllä, tämä mielekkyys tässä säilyy, niin kyllä näitä jaksaa tehdä kyllä. Ja, der Kollege sagte, das macht Spaß mit den Kunden und dann kann man das auch gut den ganzen Tag machen. Vor allem bei so einem Wetter. Das ist vollkommen richtig, ja. Tietenkin. Keli on tämmöinen, niin mikäs tässä on ollessa. Ja, da sagt der Kollege, was ist schon dabei bei diesem Wetter? Ja, eben. Hier ganz klein im Hintergrund muss ich jetzt auch mal schauen, ob ich es scharf stellen kann. Der Münchner Olympiaturm. Nee, wird schwierig mit dem Scharfstellen. Erstmal von unserem Captain. Männer, schaut's mal her. Ich brauche entschuldigen, wenn was passiert. Ich filme euch. Dann filme ich Das hier ist die in Ordnung, beiden ja. weiteren Passagiere. Das ist unser Filmer. Ja, der Wind wird mehr. Was haben wir jetzt inzwischen für einen Wind? 2,5, 3 Meter in der Sekunde und wir sind jetzt auf 101 Meter. 103 Meter. 101 Meter. 100 Meter, schon oben. Also schon das Maximum. Matthias, lass mich auf die Schulter steigen. Soll ich da mal hochheben? Was heißt das Piepsen jetzt, dass er die Maximalhöhe erreicht hat? Dann schaue ich bei 102 Metern nochmal nach unten oder 104. Dann schauen wir den Arm nochmal nach unten. Jetzt ein Blick in Richtung Feldkirchen. Dahinter irgendwo müsste dann Parsdorf-Erding kommen. Ja, wo ist Hohenlinden? Ja. Es könnte in die Richtung sein. Schon Wahnsinn. In der Richtung. Jetzt drehen wir uns tatsächlich hier nochmal um die eigene Achse. Auch auf der Höhe. Fantastisch, dass man das tatsächlich machen kann. Schauen wir mal auf die andere Seite. Ein Blick auf den Bugasee von der Bundesgartenschau, der ja hier direkt neben der Messestadt ist, und das ist jetzt der Blick nach Süden. Berge kann man leicht erkennen.
Und die Menschen unten ganz, ganz klein. Ihr arbeitet auf solchen Höhen außer Windradarbeiter. Was ist der übliche Anwendungsfall noch? Höhenzugang ganz allgemein. Alles, was in der Höhe gewartet, repariert, inspiziert und geprüft werden muss. Zum Beispiel dann Antennenmessungen, Filmaufnahmen, Windkraftwartung. Das ist auch mal eine große Autobahnbrücke, wenn man von unten schauen muss, ob die Stahlbetonbauweise noch alles in Ordnung ist. Zum Beispiel. Den Einsatzzwecken sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Meine Herren, Entschuldigung, 101 Meter oder was war? Wo sind wir rausgefahren? Wir waren 100, mitä oli korkea, missä me käytiin? 102. 102 Meter, Grobbodenhöhe. Das ist maximal, oder? Ja, wir waren ganz oben. Ja, super. 102 plus wir sind die 104. Hätte ich auf die Schulter nehmen sollen. Ja. Hätte ich den Rekord gebrochen. Das wird der Wind komischerweise hier stärker als oben. Das heißt, oben war es fast windstill. Ja, da gibt es also eine Schicht dazwischen, gell? Ja, Da eben. kommst du jetzt Praxis. Ja, da ist der kleine Messeturm ja richtig lächerlich klein dagegen. Jetzt schwankt es wieder ein bisschen. Jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen das Baumergelände an. Und die Geschwindigkeit, die er fährt, regelt er automatisch dann, die Maximalgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Wind wahrscheinlich. Ja, die werden vom Steuerungssystem definiert, ist aber nicht von der Windgeschwindigkeit Nicht, abhängig. Da unten ist jetzt nochmal der Topmann-Schalter, den habe ich vorher nicht gezeigt. Muss man hier auch nochmal zeigen. Das heißt, sobald er hier mit dem Fuß weggehen würde, würde er sofort stehen bleiben. Aus Sicherheitsgründen. Okay. Könntest du jetzt mit dem ganzen Haus auffahren? Geht das von der Kraft her? Geht nicht. Nicht ganz. Auf wie viel Reichweite sind wir jetzt im Moment? Wir sind jetzt auf 17 Metern, also können wir noch mal ungefähr noch mal doppelt so weit raus. Doppelt. Ungefähr 32 Meter. Aber überlege mal, was das Gewicht ist. Ja. Das ist abnormal. Wie oft fahrt ihr jetzt am Tag hoch? Paljonko me ollaan tänään käyty ylhäällä? Also er sagt 20 Mal mindestens. 20 Mal bloß. Ich hätte jetzt schon Fußball hochfahren und zuschauen. Ja, mein Kollege ist Finne, er untertreibt wahrscheinlich. Ah, okay. Und hier sehen wir jetzt hier auch nochmal von oben die 70 Meter Einheit. Und dann zeige ich jetzt hier auch nochmal den elektrischen mit 56 Meter Arbeitshöhe. Den möchte ich jetzt hier auch einfach nochmal kurz zeigen. Finanziell meine ich jetzt. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Übungen man in der Lebenszeit der Maschine macht. Das größere Maschinen können Geld verdienen, wenn sie stillstehen. Das sind
Was muss man überhaupt ausgeben ungefähr für so ein 104 Meter Gerät? Das hängt sehr von der Ausstattung ab. Ab bis? Ab bis 1,5, 2 Millionen. Ah ja. Aber auch noch überschaubar, denke ich. Gut, dann bedanke ich mich hier für diesen Ausflug nach oben, für diesen echten Flug beim Arne Denks und für die Erklärungen zu diesen ganzen Neuheiten hier und zu diesem Produkt, dass man das hier mal sehen kann und beim Piloten auch für die Fahrbedienung des Geräts. Ich wünsche hier noch einen schönen Messeverlauf. Ich Ihnen auch. Vielen Dank.